Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studentinnen und Studenten, Digitalisierung ist das, was wir uns als Hochschule in Forschung und Lehre mit ganz großen Lettern auf die Fahnen geschrieben haben. Aber nie im Leben hätte ich mir träumen lassen, je einmal eine Weihnachtsansprache aus der Dose machen zu müssen. Digital also und ohne Ihnen allen beim Sprechen in die Augen sehen zu können. Ich denke wirklich mit Wehmut an die großen Weihnachtsfeiern der Mitarbeiter und der Studierenden letztes Jahr. Feiern, die immer ein Highlight und ein schöner Abschluss des Jahres waren. Aber Corona hat ebenso vieles verändert. Der Virus macht natürlich auch verweihnachtlich Halt. Ja, vor kurzem, als ich in einem Interview das Jahr mit nur einem Satz beschreiben sollte, habe ich gesagt, ein wunderbarer Start und ein ganz schwieriger Rest. Einen menschenleeren Campus zu sehen, das tut einfach weh. Corona hat aus dem belebtesten Platz in Deckendorf einen der einsamsten gemacht. Was die Pandemie angeht, können wir heute nur ein Zwischenfazit ziehen, denn noch sind wir nicht über dem Berg. Aber es gibt die Wissenschaft, die uns allen Hoffnung gibt. Es sind die in einer gemeinsamen Anstrengung entwickelten Impfstoffe und Behandlungsmethoden, die uns zum Ende des Jahres wieder Hoffnung darauf machen, dass sich die Situation im Laufe des nächsten Jahres wieder etwas normalisiert und wir die nächsten Weihnachtsfeiern wieder zusammen genießen können. Meine Kollegin, Frau Professor Katja Becker, seit 2020 Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft, hat bei ihrer Amtseinführung Anfang des Jahres festgestellt: Wissenschaft kann die Probleme der Welt nicht alleine lösen, aber ein Großteil dieser Probleme kann nur mit Hilfe der Wissenschaft gelöst werden. Auch das ist etwas, was wir als Hochschulfamilie aus diesem Jahr mitnehmen dürfen. Nie hatte die Wissenschaft so ein Forum wie während dieser Pandemie. Nie zuvor konnte sie so eindrucksvoll ihre Bedeutung für unser Leben, unsere Gesellschaft und unsere Zukunft unter Beweis stellen. Das, was wir tun, akademische Lehre und angewandte Forschung, ist von enormer Relevanz für die einen, zugleich ist es ein großer Privileg für uns als Hochschulfamilie. Ja, so sehr die Pandemie uns schmerzen mag, so sehr hat sie uns herausgefordert. Und wir haben diese Herausforderung nicht nur angenommen, wir haben ja auch gemeinsam standgehalten. Nicht nur ein paar Wochen, sondern über viele Monate hinweg. Tatsächlich tun wir es noch immer. Wir halten stand, das Leben an der Hochschule Deckendorf geht weiter. Und auch das ist Fakt. Wir werden am Ende der Pandemie stärker dastehen als zuvor. Davon bin ich absolut überzeugt. Für den unermüdlichen Einsatz, für die enormen Mühen und für die unendliche Geduld in diesen Zeiten möchte ich Ihnen allen danken. Den Studierenden, unserem Lehrpersonal und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hochschule. Sie alle haben in diesem zur Neige gehenden Jahr Großes geleistet, Außergewöhnliches. Dafür meinen allerhöchsten Respekt. Ja, ein paar Zahlen und Fakten zu Beginn. Zum 1. Dezember zählten wir 159 Professoren und Professorinnen an der Hochschule, 176 wissenschaftliche Mitarbeiter sowie 456 nichtwissenschaftliche Mitarbeiter. Unser aktuell eingesetztes Haushaltsvolumen liegt bei knapp 60 Millionen Euro. Die genehmigten Drittmittelprojekte stehen bei gut 11 Millionen Euro. Seit 2012 ist, inklusive Drittmittel und neuer Technologiecampus, eine jährliche Steigerung von ca. 10% zu verzeichnen. Ja, Symbol für diesen furiosen Start in dieses Jahr war sicherlich die mit rund 1500 Gästen ausverkaufte Graduiertenfeier in den Deckendorfer Stadthallen. Über 400 Absolventinnen und Absolventen waren dabei, so viele wie noch nie. Alles organisiert von Studierenden der Medientechnik unter Leitung von unserem Mastermind Professor Susanne Krebs. Ein Highlight, das sicher so schnell nicht in Vergessenheit geraten wird. Beim Blick zurück aus heutiger Sicht kommt Wehmut auf. Ich habe die Bilder von dieser Feier in allen meinen Präsentationen in diesem Jahr genutzt. Das zeigt am deutlichsten, wie massiv sich unser Leben geändert hat. 1500 Personen eng zusammen feiernd, das sieht aus heutiger Sicht schon fast gruselig aus. Nicht ganz so schwungvoll, aber genauso kreativ hätte es dann Anfang März mit dem Tag der Forschung weitergehen sollen. Aber da hat uns Corona zum ersten Mal einen heftigen Tritt verpasst. Noch vor dem großen Lockdown, der am 22. März begann, hat die Hochschule großes Verantwortungsbewusstsein gezeigt und größere Veranstaltungen abgesagt. Bereits am 10. März fand eine erste große Krisensitzung an der Hochschule statt. Der Corona-Krisenstab wurde eingerichtet und wir haben uns daran gemacht, Pläne für das Sommersemester zu schmieden. Freilich damals noch in großer Unsicherheit, wie es wohl weitergehen wird.
und auch mit einem ordentlichen Schuss Naivität, dass die Normalität relativ rasch zurückkommen könnte. Aber eben auch schon in der Vorahnung, dass vielleicht das Digitale das neue Normal sein wird. Und zwar viel mehr, als uns zu diesem Zeitpunkt lieb sein konnte. Heute wissen wir, das Sommersemester war nicht nur einen Monat kürzer, sondern auch komplett digital. Ausnahmezustand für uns alle. Dass wir die Umstellung von Präsenzlehre auf digital rein technisch so toll hinbekommen haben, das hat mich wirklich positiv überrascht. Schließlich haben zuvor viele den Bayerischen Wald und ganz Ostbayern für eine Art digitale Diaspora gehalten. Nicht immer perfekt, aber in Anbetracht der Umstände und des enormen Zeitdrucks immer noch gut, haben wir die digitale Lehre inhaltlich hinbekommen. Dank Professor Popp haben wir schon vor 20 Jahren mit digitaler Lehre begonnen. Ich erinnere hier an den IT-Kompaktkurs im BA Alpha. Daher hatten bereits viele Kollegen Erfahrungen in diesem Bereich und konnten die Umstellung relativ schnell und gut bewältigen. Alle Kollegen, die bisher in ihren Veranstaltungen vom engen Kontakt mit den Studierenden gelebt haben, alle diese Kollegen wurden wirklich ins kalte Wasser geworfen und mussten innerhalb einer Woche komplett umstellen. Wir hatten als Hochschule insgesamt viel zu lernen und tun es noch immer. Und auch so manche Digital Natives mussten feststellen, dass sie gar nicht so arg digital sind, wie es das Etikett sagt, das an ihnen hängt. Ein Lernprozess für uns alle also. Wir haben in den letzten Monaten unglaubliche Anstrengungen unternommen und unglaublich viel Geld ausgegeben, um die technischen Voraussetzungen weiter zu optimieren. Wir sind da jetzt im Wintersemester schon sehr viel weiter und ich erlaube mir diesbezüglich ein Posting der Chatplattform Jodel zu zitieren. Einer unserer Studierenden sagt da: Ich finde, die TAD macht einen guten Job hinsichtlich der Online-Vorlesungen. Wenn man so hört, wie da andere Unis und Hochschulen in der Nachbarschaft ausgestattet sind und welches Chaos dort herrscht, dann stehen wir schon echt gut da. Tja, da die Dinge auf Jodel normalerweise eher, sagen wir mal, kritisch betrachtet werden, kommt das schon fast einem Ritterschlag gleich. Und das ist der Verdienst aller, die sich hier so unheimlich ins Zeug geschmissen haben, um unseren Studentinnen und Studenten auch in einer Zeit fast kompletter physischer Distanzierung eine möglichst gute Lehre angedeihen zu lassen. Vielen, vielen Dank für dieses großartige Engagement. Tja, jetzt sind wir im Wintersemester. Eigentlich sollte es wenigstens für unsere Erstsemester analog ablaufen. Aber selbst diese Minimallösung war mit der enormen Wucht der zweiten Corona-Welle leider nur anfänglich einigermaßen möglich. Inzwischen ist der Präsenzanteil wegen der Quarantäne einzelner Studiengruppen und der insgesamt auf gefährlich hohem Niveau verharrenden Infektionszahlen leider wieder deutlich zurückgegangen. Und wir müssen nun wieder in eine Phase der rein virtuellen Lehre übergehen, um zumindest die Prüfungen noch in Präsenz zu ermöglichen. Wir hoffen jetzt auf den Sommer 2021, auch wenn wir hier vermutlich eher von einem hybriden Semesterstart ausgehen sollten, allerdings mit der durchaus realistischen Hoffnung auf eine Verbesserung im Laufe des Semesters. Ein weiteres Stichwort des Jahres übrigens: Hybrid. Ohne Frage können und werden wir all die Dinge, die wir heuer unter großen Anstrengungen gelernt haben, in der Zukunft für die Weiterentwicklung unserer Hochschule nutzen. Insofern war der Tritt in den Hintern, den uns das Virus verpasst hat, zwar schmerzhaft, aber er hat uns auch nach vorne geworfen. Notwendige Entwicklungen wurden dramatisch beschleunigt, auch wenn wir an vielen Stellen noch nachbessern müssen. Wir haben binnen 9 Monaten einen gewaltigen Sprung in die Zukunft gemacht. Warum nicht darüber nachdenken, zusätzlich auch Fernstudiengänge anzubieten und die Studierenden vielleicht lediglich für Prüfungen oder für die Verteidigung der Abschlussarbeit nach Deckendorf zu bitten? Angesichts der beengten Platzsituation und unserer Strategie, kontinuierlich zu wachsen, vielleicht nicht die schlechteste Idee. Umgekehrt könnten Dozenten unserer fast 200 Partnerhochschulen Vorlesungen bei uns halten, ohne hierher zu kommen. Solche Zukunftsmusik klingt doch schon wieder viel freundlicher nach all dem Grau dieses Jahres. Tja, wer weiß. Ebenso erstaunlich wie auch erfreulich war die Zahl der Studierenden zum Wintersemester. Vor einem Jahr haben wir die Marke von 7.000 überschritten. Jetzt, im Herbst 2020, stehen wir bei knapp unter 8.000. Auch das nehmen wir also mit. Das Interesse in Deckendorf zu studieren ist ungebrochen. Beim Anteil der Internationalen liegen wir inzwischen bei knapp unter 30%. Auch das ist ein Gewinn für uns.
Ja, was war sonst noch los in diesem Jahr? Mit Frau Dr. Elise von Rando und Herrn Peter Kaiser haben zwei sehr wichtige Personen unsere Hochschule in den wohlverdienten Ruhestand verlassen. Sie haben das Bild der Hochschule über viele, viele Jahre hinweg geprägt. Dafür gilt auch unser ganz besonderer Dank. Ebenfalls in den Ruhestand gegangen sind in diesem Jahr Herr Gerhard Brauch-Wittmann, Herr Konrad Schindelbeck, Herr Stefan Menzel, Frau Renate Gasiorek sowie Herr Falk Pösnecker. Auch Ihnen allen mein herzliches Dankeschön und einen erfüllten Ruhestand. Und auf der anderen Seite durften wir 10 neue Professorinnen und Professoren an der Hochschule begrüßen. Das bedeutet nicht nur frischen Wind, sondern auch jede Menge zusätzliche Kompetenz für Forschung und Lehre. Ihnen allen, liebe Kolleginnen und Kollegen, nochmal ein herzliches Willkommen. Die persönliche Vorstellung wird ganz sicherlich nicht vergessen. Das werden wir bei der Weihnachtsfeier 2021 hoffentlich und wahrscheinlich in Präsenz nachholen. Der Ausbau des Themas künstliche Intelligenz an unserer Hochschule geht mit Riesenschritten weiter. Hier haben wir im Rahmen des KI-Wettbewerbs Bayern weitere 3 Professuren erhalten. Wenn man weiß, dass alle 19 Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Bayern insgesamt nur 17 Professuren bekommen haben, dann ist unser Anteil von 3 Professuren wirklich herausragend. Die digitale Transformationsstrategie der Hochschule liegt also voll auf Kurs und wird auch wirklich anerkannt. Noch besser sieht es mit der Hightech-Agenda Bayerns von Ministerpräsident Markus Söder aus. Da wurde uns über die Laufzeit von 4 Jahren hinweg insgesamt 77 Stellen in Aussicht gestellt und insgesamt 13 Millionen Euro an Fördermitteln. Eine bedeutende Anzahl dieser Stellen kam schon dieses Jahr und nach der angekündigten Beschleunigung der Hightech-Agenda werden wir den gesamten Rest wahrscheinlich schon 2021 bekommen. Mit der Hinsicht, meine sehr verehrten Damen und Herren, blicken wir in eine vielversprechende Zukunft. Was gab es weiter? Im Februar hatten wir den lang ersehnten Relaunch unserer TAD-Webseite. Nicht nur inhaltlich und aus der Usability-Perspektive eine bemerkenswerte Leistung. Bitte bedenken Sie, eine externe Vergabe solch eines Projekts hätte im 7-stelligen Euro-Bereich gelegen. Dies vor Augen mag man doch die eine oder andere kleine Kinderkrankheit verzeihen. Schließlich haben wir diese Webseite allein mit internen TAD-Ressourcen gestemmt, und zwar von der Konzeption über die Programmierung bis zum Design. Und auch das, die Webseite bringt uns großes Lob von vielen außenstehenden Beobachtern der bayerischen Hochschul-Community ein. Mein besonderer Dank geht hier an alle, die unter schon fast Blut, Schweiß und Tränen daran mitgewirkt haben und die nach wie vor fleißig daran werkeln. Auch an der Technologie-Campus-Front haben wir wieder einen neuen Pflock eingeschlagen. Diesmal in Plattling. Seit Oktober ist das Forschungszentrum für moderne Mobilität, ja liebevoll MOMO genannt, am Start. Dort geht es in großer Bandbreite um autonome Mobilität, Leistungselektronik, intelligente Robotik und roboterbasierte Computertomographie. Die Smart Region deckend auf Plattling kann kommen. Und auch bei diesem Thema geht es noch weiter. Bereits 2022 wird dann der 11. Technologie-Campus in Vilshofen an den Start geben. Der Fokus hier Cybersecurity. Ein weiterer wirklich großer Erfolg bei uns war, dass wir beim erstmals vorgestellten WURI-Ranking, WURI bedeutet World Universities with Real Impact, in den Kategorien Entrepreneurial Spirit den weltweit 8. Platz belegt haben. Bei Student Mobility und Openness, also bei der Weltoffenheit, war es Platz 26 und im Gesamtklassement der innovativsten Hochschulen und Universitäten weltweit Platz 43. Geschlagen wurden wir nur von so bekannten Namen wie Princeton, Berkeley, University of Tokyo, Stanford, Harvard oder dem MIT. Das kann ich gerade noch verkraften. Auch 2020, allen Unbill zum Trotz, haben wir 2 neue, zukunftsweisende Studiengänge auf den Start gebracht. Den Bachelor Elektromobilität, autonomes Fahren und mobile Robotik sowie den Bachelor Pflege. Und zwar letzterer nicht, weil wir in Bayern erste Wahl dafür gewesen waren, nein, sondern weil die erste Wahl waren, es sich nicht zugetraut haben und weil man es uns dann einfach zutraute, dass wir uns das trauen. Am Ende war unser Konzept sogar das Best-Practice-Beispiel. Solche Geschichten können und dürfen uns alle hier sehr stolz machen. Genauso ein wichtiger Punkt und genauso stolz sollten wir sein über die Systemakkreditierung
die uns 2020 zugesprochen wurde. Nur jede 5. Hochschule in Deutschland genießt dieses Vertrauen des Akkreditierungsrats. Auch unser Profil als Gründerhochschule konnten wir weiter ausbauen. Knapp 1 Million bewilligte das Bundesministerium für Bildung und Forschung unserem Startup Campus, um auch in Zukunft unternehmerische Talente und Ideen zu fördern. 1000 neue Arbeitsplätze sollen durch Neugründungen in den kommenden Jahren hier entstehen. 2020 wurde außerdem eine MINT-Qualitätsoffensive des Nationalen MINT-Forums gestartet. Das MINT-Team der THD übernimmt dabei die Rolle des Ausbilders für die Region Niederbayern. Ja, im Gegensatz zur großen 25-Jahr-Feier 2019 musste das 5-jährige Jubiläum des European Campus Rottalin leider ohne großes Brimborium vonstatten gehen, obwohl es auch hier einiges zu feiern gegeben hätte. Zum Beispiel eine neue Höchstmarke von über 1000 Studierenden oder die Genehmigung des European Campus of Studies and Research als Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit, kurz EVTZ. Dies ist der erste und bisher einzige EVTZ in Bayern und er ist der bundesweit zweite im Hochschulbereich. Aufgabe und Ziel ist die grenzüberschreitende, transnationale und interregionale Zusammenarbeit innerhalb der EU. Tja, alle die Erfolgsgeschichten, die ich in den letzten Minuten aufgezählt habe, sind nur die Spitze des Eisbergs. Denn vieles geschieht still und leise im Verborgenen, ohne dass es weniger wichtig für das Funktionieren unserer Hochschule wäre. Mein Dank und Respekt also auch an den vielen Hidden Champions, die jeden Tag ihren Beitrag zum Erfolg der Hochschule leisten, auch in schwierigen Zeiten. Denn das sei ebenfalls noch gesagt. Obwohl der Campus leer ist, die Hörsäle und viele Büros verwaist, sollte eines niemals verloren gehen: unser Team Spirit. Unser gemeinsames Ziehen am gleichen Strang und auch noch in die gleiche Richtung. Die Verfolgung unserer gemeinsamen Ziele. Wo auch immer unsere Leute gerade sitzen, auch jetzt, wenn Sie mir zuhören, alle arbeiten am gleichen Projekt, der Entwicklung der Technischen Hochschule Deggendorf und seiner Satelliten in ganz Bayern. Ja, im besagten Interview, das ich eingangs erwähnt habe, wurde ich auch nach meiner größten Enttäuschung im Jahr 2020 gefragt. Trotz Corona musste ich eigentlich lange nachdenken, von wegen also aus der Pistole geschossen. Das spricht für die vielen guten Dinge, die wir uns hart erarbeitet, bisweilen auch erkämpft haben. Es ist also keine Enttäuschung, die hängen bleibt, sondern vielmehr ein Frust. Der Frust darüber, unseren Campus so verlassen und einsam erleben zu müssen. Das will ich im nächsten Jahr nicht noch einmal haben. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen allen eine Rückkehr zu mehr Normalität, eine Rückkehr zu dem, was vor Corona unser Leben war, eine Rückkehr zu dem, was Menschen als soziale Wesen brauchen. Nähe, Gesicht ohne Masken und ein Lachen. Ihnen allen wünsche ich ein frohes Weihnachten, einen guten Start ins neue Jahr und vor allem ein etwas normaleres Jahr 2021.